Reisen mit dem Flugzeug sei auch in Corona-Zeiten für die Passagiere unbedenklich, sagen die Fluggesellschaften. Die Kabinenluft werde gefiltert und sei fast so rein wie in einem Operationssaal. Stimmt das wirklich? Ja, diese Frage treibt gerade jetzt in der Urlaubszeit wohl viele um und die meisten steigen wahrscheinlich eher mit einem mulmigen Gefühl ein. So ein Flugzeug ist ja doch auch ein kleiner Käfig, dicht an dicht mit fremden Menschen. Die Fluglinien geben ein klares Sicherheitsversprechen, es besteht keinerlei Gefahr. Wir wollen Ihnen wirklich nicht den Urlaub verderben, aber nach unseren Recherchen müssen wir das leider tun. Noch fliegen nur vereinzelt Passagierflugzeuge. Doch in den nächsten Wochen werden wohl immer mehr Flüge wieder aufgenommen. Es gibt zwar Vorschriften zur Mund-Nasen-Bedeckung und überall wird auf Sicherheitsabstand hingewiesen, doch die Umsetzung überlässt man den Passagieren. Die stehen, wie wir selbst erleben, mit oft einfachsten Mund-Nasen-Bedeckungen beim Boarding im Gedränge. Ein Gesundheitstest muss nicht vorgelegt werden. Noch enger wird es im Flugzeug. 1,5 Meter Sicherheitsabstand werden hier ebenfalls nicht eingehalten. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg weist Dieter Scholz, Professor für Flugzeugsysteme, auf deutliche Defizite beim Gesundheitsschutz in der Flugzeugkabine hin. Was andernorts unter Strafe gestellt wird, das soll im Flugzeug plötzlich möglich sein. Im Flugzeug ist es so, dass viele Leute zusammenkommen, sind extrem dicht beieinander und das über lange Zeit. In dieser Dreierkombination kommt es in keinem öffentlichen Verkehrsmittel vor. Tatsächlich steht im Flugzeug vergleichsweise wenig Luft für viele Menschen zur Verfügung. Mit nur 50 cm Abstand zum Sitznachbarn besteht potenzielles Infektionsrisiko. Unser Verdacht: das Einatmen der Tröpfchen und Aerosole vom Nachbarn scheint unvermeidbar. Ansteckungsgefahren im Flugzeug sind wissenschaftlich, zum Beispiel durch andere Coronaviren, längst bekannt. Unter anderem von einem Gutachter der Purdue University 2003. Die Fluggesellschaften scheinen das anders zu sehen. Die Luft selber im Flugzeug ist so rein wie in einem Operationssaal. Sie wird alle 3 Minuten ausgetauscht und durch sogenannte HEPA-Filter komplett gereinigt. Der Vergleich mit einem Operationssaal scheint uns gewagt. Beim Flugzeug kommt die Hälfte der Kabinenluft erstmal ungefiltert aus dem Flugzeugmotor in die Kabine. Im Frachtraum des Flugzeuges wird die gebrauchte Luft aus der Kabine dann gefiltert. Welche Wirkung dieser Filter hat, ist wenig erforscht. Laut Airlines wird er nach 5000 Stunden ausgetauscht. So sieht ein solcher Filter dann aus. Reichlich verdreckt. Wir zeigen Fotos von diesem Filter dem Chef der Krankenhaushygiene im Universitätsklinikum Marburg. Hält er dem Vergleich mit einem OP stand? Also generell wäre bei unseren Anlagen nicht mit so einer starken Verschmutzung zu rechnen, da die Filter viel früher getauscht werden und der Tausch aufgrund von der Druckdifferenz, also quasi der Verstopfung der Filtermasse letztendlich abhängt. Dass sich die Qualität der Krankenhausluft von der Luft in einem Flugzeug grundsätzlich unterscheidet, sieht man bei näherer Betrachtung der Filtertechnik. Umluft oder Luft aus einem Motor ist hier tabu. Nach Aussieben grober Schwebstoffe hält eine erste Filterstufe 75% aller Partikel auf. Die zweite treibt die Filterleistung auf 95%, bevor die Luft den HEPA-Filter erreicht. Viel Luft wird über eine große Fläche langsam eingeströmt. Das nennt man Verdrängungslüftung, weil Krankheitserreger so nicht verwirbelt, sondern verdrängt werden. Also ich denke, eine Belüftung in einem Flugzeug und jetzt zum Beispiel in einem OP oder im Krankenhaus im Allgemeinen ist jetzt nicht direkt vergleichbar. Im Flugzeug haben wir ja Teile der Luftmassen, die zumindest im Kreislauf geführt werden, sodass der direkte Vergleich eigentlich so nicht richtig ist. Im Flugzeug wird also die Luft nicht verdrängt. Die Ein- und Auslässe für Luft sind dazu zu klein. Hier kann man die Kabinenluft nur vermischen. Doch eine Mischbelüftung führt zwangsläufig zu Luftverwirbelungen. Die Lufthansa beispielsweise verspricht dennoch: Wichtig zu wissen ist, dass die Kabinenluft eine sehr, sehr hohe Qualität in Flugzeugen hat. Man muss sich vorstellen, alle 3 Minuten wird die Kabinenluft komplett ausgetauscht.
Ob der komplette Luftaustausch in nur 3 Minuten durch Luftmischung erfolgen kann, wollen wir von Professor Scholz wissen. Er zeigt uns dafür ein einfaches Experiment. Dieses hier ist unser Kabinenvolumen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie häufig das ausgetauscht werden muss, damit alles oder fast alles ausgewaschen ist. Ich gieße entsprechend Kabinenvolumen dazu. 1, 2, 3, 4 und 5. Also nicht nach 3 Minuten, sondern nach 15 Minuten ist die Kabine erst gespült. Mögliche Viren könnten sich also 15 Minuten in der Kabinenluft halten und sich durch die Verwirbelungen ausbreiten. Passagiere wären also einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Es gibt 3 Mechanismen, wie man sich an Bord anstecken kann. Einmal durch den Nachbarn, der atmet und hustet, da bekomme ich die konzentrierte Wolke ab. Zweitens durch einen Austausch innerhalb einer Reihe, wo die Klimaanlage die Luft umwälzt und ich bekomme dann die Luft von einem Nachbarn ab, der etwas weiter sitzt. Und drittens dadurch, dass sich die Aerosole über die ganze Länge der Kabine verteilen. In einem Livestream auf Facebook Ende Mai klingt das beim Chefingenieur von Airbus ganz anders. Wenn man bedenkt, dass jemand krank ist, ist die Fähigkeit dieser Person, eine andere möglicherweise zu kontaminieren, sehr begrenzt, weil die Luft bewegt sich nicht vorwärts und rückwärts. Die Luft um den Passagier ist auf die Reihe des Passagiers begrenzt. Doch fließt die Luft in einem Flugzeug wirklich nur von oben nach unten, wie Airbus verspricht? Wissenschaftler der Universität Weimar haben die Auswirkungen der Körperwärme der Passagiere untersucht. Diese erzeugt Thermik, wie man hier in einem Schlierenspiegel sieht. Die warme Luft vom Passagier trifft auf die kalte Luft aus der Klimaanlage und verteilt die Aerosole. Das belegt auch die Strömungsberechnung der Purdue University. In diesem wahren Fall wurden 2003 von einem SARS-Infizierten in 3 Stunden 20 Personen angesteckt, verteilt über 12 Sitzreihen. Die Argumentation der Luftfahrtindustrie haben wir in den letzten Wochen gehört. Immer die gleichen Argumente. Erstens, HEPA-Filter machen die Luft im Flugzeug so sauber wie im OP. Zweitens, die Luft wird komplett alle 3 Minuten ausgewechselt und die Luft drittens strömt nur von oben nach unten. Alle 3 Argumente sind falsch. Vor diesem Hintergrund wird Fliegen zu einem Experiment. Die Gefahr, sich anzustecken, wenn ein mit Corona infizierter Passagier an Bord ist, scheint unter den bisherigen Sicherheitsstandards und den derzeit eingesetzten Filtertechniken hoch. Die Lufthansa war auf unsere Nachfrage hin nicht bereit, Stellung zu unseren Recherchen zu nehmen.